Hallo ihr Lieben, willkommen zurück, willkommen zu Elianas Reise. Im letzten Kapitel hat Eliana von Chuck ein Angebot zu einer umfassenden Ausbildung bekommen und hat das Angebot angenommen. Sie hat sich außerdem mit Elbix getroffen und über die schwierige Situation gesprochen, in die sie durch eine Gesetzesänderung gekommen sind. Und sie hat Kontakt aufgenommen mit Pola. An dieser Stelle machen wir heute weiter. Sechsundzwanzigstes Kapitel. Ein ganz besonderer Sommer. Ein paar Tage hatte es gedauert, dann fand Eliana eine Antwort von Pola auf ihrem Kommi. »Welche Freude, dass du lebst«, hatte sie geschrieben. »Ich habe mit meinem Mann gesprochen, und er erlaubt mir, den August in deiner Stadt zu verbringen. Es ist dann hier sehr heiß, und ich habe mich immer noch nicht an die Hitze gewöhnt.« Weiter schrieb sie: »Ich komme mit einer Gesellschaftsdame und 4 Bodyguards. Wir haben Zimmer im Hotel Sternenwelten reserviert. Das ist das Beste in der Stadt und befindet sich gleich neben dem Museum. Neben einigen offiziellen karitativen Terminen werde ich viel Zeit haben, um sie mit dir zu verbringen. Mensch, ich freue mich so. Liebe Eliana, bis bald.« Eliana zeigte Elbix die Nachricht. »Darf ich dabei sein?« fragte er. »Das möchte ich sogar so haben«, erklärte Eliana entschlossen. »Ich hoffe, das ist auch für Pola in Ordnung.« Trotz der Kurzweil, die sie hatte, konnte Eliana den August kaum erwarten. Sie arbeitete, lernte und übte für ihre Kurse, verbrachte die Mahlzeiten mit Helvi und die Abende mit Elbix. Kein Wort fiel mehr über die drohende Demontage des Roboters. Sie spielten Schach, liebten sich oder meldeten sich bei Chuck ab für einen Abendspaziergang durch die Stadt. Dazu trug Elbix immer eine Zivilschützeruniform. Eliana fragte nicht, woher er die hatte. Sie lachte nur, als sie sah, und meinte dann: »Mit dir gehe ich auch in den Knast. Man muss alles mal gesehen haben.« Mit Pola hielt sie engen Kontakt. Diese schrieb, dass ihr Mann gern mitgekommen wäre, aber sein Terminkalender sei für die nächsten 2 Jahre brechend voll. Jeden Monat verbrachte sie ein Wochenende bei ihren alten Freunden, und ab sofort war Elbix mit dabei. Der kleine Solby überwand schnell seine anfängliche Eifersucht, und die beiden Roboter zogen sich für ein Stündchen oder 2 zum Zocken zurück. Artie war begeistert, dass Eliana Kontakt zu Pola hatte, und er hoffte sehr, dass auch er Gelegenheit haben würde, sie zu sehen. Deborah hingegen war am meisten davon angetan, dass Eliana einer umfassenden Ausbildung zugestimmt hatte, und sie schenkte ihr einige Bücher, die sie noch aus ihrer Jugend besaß und aus denen sie einmal selbst gelernt hatte. Elbix gewann die Herzen der Gemeinschaftsmitglieder wie im Flug. Er war ein perfekter Gentleman, mit guten Manieren, gebildet, interessiert, aufmerksam und sensibel. Alle waren hin und weg. Als sie Elianas 15. Geburtstag nachfeierten, war auch Broderick mit von der Partie. Elbix und Broderick hatten sich nie gesehen, verstanden sich aber auf Anhieb, obwohl Elbix kein Tröpfchen trank. Sie waren ja beide Teil einer alten Schwarzmarkt-Clique, und das verbindet auch unbekannterweise. Broderick berichtete vom alten Morvig und den Freuden und Wichtigkeiten, die dessen Alltag bestimmten. Elbix hörte aufmerksam zu, stellte ab und zu eine Frage, und an diesem Tag war er auch vollkommen von der Vergangenheit absorbiert. Broderick klopfte Eliana auf die Schulter. »Ein toller Mann«, sagte er anerkennend, »wenn auch ein Werk der Technik.« Eliana lächelte. »Ich möchte ihn nicht mehr missen«, sagte sie. »Das verstehe ich«, stimmte Broderick zu. Und dann war er endlich da,
der Monat August. Eliana und Pola hatten eine Terminplanung gemacht, so dass Eliana möglichst wenig Unterricht verpasste und sich gezielt einzelne Tage freinehmen konnte, anstatt sich den ganzen Monat beurlauben zu lassen. Die Beziehung zwischen Eliana und Elbix war inzwischen ein offenes Geheimnis im Haus. Es hatte etwas Klatsch und ein paar Eifersüchteleien gegeben, aber als man erkennen musste, dass die beiden davon nicht zu beeindrucken waren, hatte man nach und nach davon abgelassen und sich neuen Skandälchen zugewandt. So ließ Chuck sich nicht lumpen und gab Elbix ungefragt dieselben Tage frei. Zum ersten Treffen ging Eliana allerdings allein. Die beiden Frauen hatten sich viel zu erzählen, und da hätte sich jeder andere nur gelangweilt. Das Hotel war exquisit und luxuriös, eben wie man es prominenten Staatsgästen bietet. Pola war erwachsen geworden und strahlend schön. Das orientalische Make-up stand ihr ausgezeichnet. Sie hatte ihr blondes Haar unter einem kunstvoll bestickten und mit Perlen und Juwelen verzierten Schleier verborgen. Ein langes Gewand in Weiß und Gold hüllte sie ein, und sie trug elegante, geschlossene Schuhe. Eliana schämte sich fast in ihrem leichten, knielangen, blauen Sommerkleid. Ihr aschblondes Haar fiel ihr in einer schimmernden Flut über die Schultern. Sie trug flache, geschlossene Ballerinaschuhe und hatte im letzten Moment daran gedacht, nicht ihren alten Rucksack, sondern ein schickes weißes Handtäschchen zu tragen, das sie im Kleiderfundus der Klinik ausgegraben hatte. »Du bist eine wunderschöne Frau geworden«, begrüßte Pola ihre Freundin, als sie sich endlich in die Arme schließen konnte. Die beiden wählten einen Tisch aus, wo sie freien Blick auf den Park hatten, der zur Hotelanlage gehörte. An den Nebentischen nahmen Polas Begleiter Platz und behielten alles im Auge, was sich in der Nähe und Ferne bewegte. Pola berichtete von ihrer Enttäuschung, als sie statt auf eine Studienreise nach Indien zu gehen, sich plötzlich in Kairo am Flughafen wiederfand, wo fremdartige, dunkelhäutige Menschen sie in Empfang genommen und ihr den Schreck ihres Lebens verpasst hatten. »Ich bin abgehauen«, sagte Pola dann. »Ich wusste nicht wohin, aber ich hatte große Angst vor diesen Leuten. Irgendwann habe ich mich am Ufer des Nils wiedergefunden, hab dir von dort ein Hilfesignal geschickt und dann das Kommi in den Fluss geworfen. Sie haben mich dennoch gefunden und zu Khalids Familie gebracht. Die Bedienung kam und brachte arabischen Kaffee sowie ein Arrangement von Süßigkeiten, die Eliana nicht kannte. Da war ich nun ganz allein in einem fremden Land, verstand die Sprache nicht und hatte keine Ahnung, was die mit mir vorhatten.« »Das muss schlimm gewesen sein«, meinte Eliana mitfühlend. »Ja, das war es am Anfang«, gab Pola zu, »aber man implantierte mir schnell einen Sprachchip und dann wies man mich erst einmal in die Gepflogenheiten meines neuen Aufenthaltsortes ein, ohne mir erst einmal zu sagen, was der tatsächliche Plan war. Vielleicht hatten sie auch mehrere Mädchen zur Auswahl, ich weiß es nicht.« Pola nippte an dem Kaffee. »Sehr fein«, sagte sie, »fast wie zu Hause.« Mit der Zeit merkte ich, dass sie sich Mühe gaben, mir ein Zuhause zu geben. Ich lernte die ganze Familie kennen, darunter auch Khalid, meinen jetzigen Ehemann. Ich merkte bald, dass er neben seiner Leidenschaft für die Raumfahrt auch ein riesengroßes Herz hat, und irgendwann stellten wir fest, dass wir uns verliebt hatten. Dann wurden wir uns auch schnell mit der Familie einig, und erst bei den Hochzeitsvorbereitungen erfuhr ich, in welche hohe Prominenz ich da hineingeraten war. Pola nahm eine der Süßigkeiten. »Probier mal«, sagte sie. »Die sind köstlich.« »Das sind sie«, bestätigte Eliana, nachdem sie einen Bissen probiert hatte. »Du siehst so glücklich aus. Ich freue mich für dich«, sagte sie dann. »Dein Vater und ich haben sehr um dich gebangt.« »Mein Vater? Ich habe einen Vater?«, fragte Pola überrascht. »Einen Vater und eine Mutter. Wusstest du nicht, dass du kein Klon bist?« Nein, ich hatte keine Ahnung«, bekannte Pola. Dann überlegte sie einen Moment. »Ich erinnere mich an einen Mann und eine Frau, die mich manchmal besucht haben. Da war ich noch ganz klein.
Sie wussten auch, dass ich einmal Amapola heißen würde. Sie sah Eliana nachdenklich an. Waren das wohl meine Eltern? In der Siedlung sagte man mir immer, ich sei ein Klon. Artie und Chiara, sagte Eliana, so heißen deine Eltern. Ich erinnere mich, sagte Pola auf einmal. Sie waren so voller Liebe. Und auf einmal waren sie verschwunden. Sie sah Eliana unter Tränen an. Gott ist groß, sagte sie dann. Chiara lebt in Frankreich, in Avignon. Aber Artie, dein Vater, ist noch hier in der Stadt. Wenn du möchtest, dann lass uns doch ein Treffen arrangieren, schlug Eliana vor. Von Herzen gern, rief Pola aus. Er lebt in einer Gemeinschaft im Untergrund, fuhr Eliana fort. Ich schlage vor, ich trete ihm meinen nächsten Termin ab und bitte ihn, ins Hotel zu kommen. Tu das, freute sich Pola, aber jetzt möchte ich endlich wissen, wie es dir ergangen ist. Turbulent, sagte Eliana, und dann berichtete sie von dem vermeintlichen Anschlag, vom Solby, von Artie, von Broderick, von der Zeit in der christlichen Gemeinschaft und dem verpassten Weihnachtsfest, von Helvi und der Arbeit in der Klinik und von Elvix dem Roboter. Sie zeigte Pola das Foto auf ihrem Kommi, das er ihr im Januar geschickt hatte. Wenn ich es nicht wüsste, würde ich ihn nicht für einen Roboter halten, meinte Pola. Sehr sympathisch, irgendwie erinnert er mich an Reuben Halway, schlug Eliana vor. Ja genau, fiel es Pola ein, aus alten Filmen, sehr berühmter Schauspieler, aber auch sehr skandalumwittert. Ja, wer den gebaut hat, der wollte mehr als eine Maschine, bemerkte Eliana und dachte einen Moment an seine bevorstehende Demontage, ob sie es erwähnen sollte. Eliana dachte kurz nach. Ein andermal, beschloss sie dann. Vielleicht könnte Pola ihr tatsächlich helfen, aber sie wollte sie nicht gleich beim ersten Treffen darauf ansprechen. Abends fuhr Eliana noch in die Südstadt und warf eine Nachricht für Artie in den weißen Briefkasten. Nach dem Abendessen traf sie sich mit Elbix und berichtete, wie der Tag verlaufen war und dass sie den nächsten Termin für Artie freigemacht hatte. Wir könnten den freien Tag für einen Besuch im Museum nutzen, schlug sie vor. Wir könnten aber auch Pola das Museum zeigen, wenn wir uns mit ihr treffen, meinte Elbix. Das ist natürlich noch besser, gab Eliana zu. Und wir beide, was machen wir mit dem freien Tag? Wir fliegen zum Mond und bis abends sind wir zurück, meinte Elbix scherzhaft. Lass uns lieber einen schönen Spaziergang auf unserem wunderbaren Planeten Erde machen, erwiderte Eliana, und dann mal schauen, wo wir am liebsten wohnen würden. Elbix sah sie traurig an. Dann sagte er, lass uns Pläne machen, auch wenn wir sie nie. Seine Ergriffenheit rührte Eliana. Er war mehr als nur eine Maschine, deutlich mehr. Wie konnte man auch nur daran denken, ihn zu zerstören, nur weil seine AI aus XT-Material war? Damit sind wir für heute am Ende des Kapitels angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns hoffentlich alle zum letzten Kapitel in der nächsten Woche und zum großen Finale. Und ich hoffe, ihr seid alle dabei. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund wie immer und wir sehen uns. Ciao.